Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Yumo genau richtig. Ich bin der Valentin und heute erstellen wir in diesem Video ein Anzeigeobjekt, ein Visualisierungsobjekt zum Darstellen von Analogeingängen oder Analogwerten plus die Einheit und sowie eine weitere Auswertung in dem Objekt selber. Los geht's! In den ersten beiden Videos haben wir kennengelernt, dass ein Analogeingang am Analogeingangsmodul oder in diesem Fall ein Reglermodul eine Struktur ist. Diese Struktur ist vom Typ Float Value Type und die beinhaltet mehr als nur den eigentlichen Analogwert. Wir haben hier die Statusinformationen, ob der Wert überhaupt gültig ist, sowie zum Beispiel im letzten Video haben wir kennengelernt, die Einheit können wir hier auch auslesen oder ermitteln. Dazu haben wir ein kleines Programm geschrieben, wo wir, wie gesagt, die Enumeration oder den Status ausgewertet haben und haben unterschiedliche Zustände von der Analogeingangsstruktur ausgewertet. Im vorletzten Video haben wir dann die Einheit in der Sprache Deutsch ausgelesen oder ausgewertet und konnten sie hier und auch die Konvertierung von Grad Celsius nach Grad Fahrenheit haben wir hier durchgeführt. Und heute wollen wir diese beiden gelernten Themen anwenden. Und zwar wollen wir ein Visualisierungsobjekt bauen, ein Rechteck, ziemlich trivial oder simpel. Aber dieses Objekt soll bei dem Zustand Underrange, wenn der Wert kleiner als der Min-Wert ist, soll er uns solche kleiner Pfeile darstellen. Bei einem Overrange sollen größere Pfeile dargestellt werden. Wenn der Wert überhaupt nicht gültig ist, vielleicht der Sensor gar nicht angeschlossen ist, dann sollen solche Striche dargestellt werden. Aber im Zustand, wenn der Wert gültig ist und auch innerhalb des Gültigkeitsbereichs den Wert liefert, soll der Wert dargestellt werden plus die Einheit und das Objekt soll wenn das System umgestellt wird von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit, soll das Objekt eigenständig die Umrechnung durchführen in den richtigen Wert plus die richtige Einheit soll dann dargestellt werden. Dazu legen wir in der Codesys-Applikation ein neues Objekt. Also wir wollen eine Visualisierung aufbauen. Und das Objekt heißt in diesem Fall auch die Visualisierung. Wir nennen das mal Startseite. Jetzt legt Codesys ein Objekt, ein Visualisierungsobjekt, was Startseite ist, aber er legt auch viel mehr. Er legt hier noch einen Visualisierungsmanager an mit der mit einer Webvisualisierung. Unter anderem legt er auch eine neue Task, eine Visu-Task und im Hintergrund werden auch weitere Bibliotheken installiert, die wir für die Visualisierung brauchen. Als weiteres legen wir noch ein Objekt, und zwar nochmal ein Visualisierungsobjekt, und das Objekt soll unser Analogwertanzeige sein. Diese Analogwertanzeige werde ich von der Dimension ein wenig reduzieren. Ich möchte das in der Breite 200 haben und in der Höhe vielleicht 80. Oder machen wir sogar 250. Ein bisschen proportionaler. In dieses Objekt oder in diese leere Maske Analogwertanzeige lege ich jetzt ein elementares Rechteckobjekt, was Codesys zur Verfügung stellt.
Und in diesem Rechteck sollen dann die Werte dargestellt werden. Das Objekt hat hier so ein oder hat gewisse Eigenschaften, die man bearbeiten kann. Und unter anderem kann in diesem Objekt ein Platzhalter definiert werden mit %s. Möchte ich hier innen drinne genau in der Mitte etwas darstellen. Mal ein wenig vielleicht die Schriftart nochmal verändern. Sowas möchte ich darstellen. Und dieser Platzhalter wird durch eine Funktion oder durch eine Textvariable oder durch ein Element oder an dieser Stelle möchte ich eine Funktion anlegen und dieser Funktion unseren Temperaturwert oder die komplette Struktur übergeben, die wir am Analogeingang schon erfassen. Und diese Funktion soll selber diesen Platzhalter ersetzen. Wir werden jetzt noch einen kleinen Ordner anlegen, damit ich ein bisschen besser strukturieren kann. Functions, irgendwie sowas. Und lege hier eine neue Funktion an. Eine POU vom Typ Funktion und der Rückgabewert soll ein W-String sein. Also die Funktion wird mir einen String zurückliefern und diesen String werde ich in diesem Objekt dann darstellen. Die Funktion soll auch Analogwert oder sagen wir mal, das ist ein FC für Function Analogwert. Als Übergabeparameter legen wir genau denselben Datentyp wie der Analogeingang JCMP util ETF SD Float Value Type. Also JCMP haben wir hier eine Vervollständigung. CMP util ETF SD Float Value Type und machen in dem Code selber die bewährte Auswertung, die wir schon gelehrt haben. Und zwar werden wir in einem Case die Value Arrow in die Numeration auswerten. Und zwar kennen wir ja die Datentypen zum Beispiel fangen wir mit dem ersten Underrange an. Also wir werden zuerst einen Underrange auswerten. Wenn dieser Zustand zutrifft, dann soll der Rückgabewert unserer Funktion genau diese Kleinerzeichen sein. Ja, bei einem Overrange sollen genau das Gegenteil, also Größerzeichen. Bei einem No Valid Input Value sollen die Striche dargestellt werden. Und dann haben wir den Zustand, der gültig ist. In dem Zustand Valid, wenn der Analogeingang in der Enumeration eValue Arrow Type ein Valid zurückliefert oder mitbringt, dann wollen wir den Analogwert, den Real-Wert darstellen, plus die Einheit. Dazu haben wir im letzten Video kennengelernt, diese Funktion getUnitText. Da holen wir die Einheit als Text raus und mit dieser Funktion from base unit to float
Ja, da konvertieren wir eventuell aus Grad Celsius in Grad Fahrenheit. Und das macht das System dann eigenständig. Und die kopieren wir, die zwei Methoden kopieren wir und platzieren hier direkt hier hin. Natürlich haben wir kein ST-Temperature 1 oder 1, sondern wir müssen mit diesem Übergabeparameter arbeiten. Ja. Und wir brauchen eine temporäre Variable oder eine Zwischenvariable. Wir nennen sie WS-Unit vom Typ W-String. Und hier bekommen wir dann die Einheit als Text. In der zweiten Funktion konvertieren wir dann den Analogwert in eine Converted Value vom Typ Real. Und jetzt müssen wir diese beiden Werte, also den Wert plus die Einheit, in ein String zusammenformen. Dazu brauchen wir für String-Funktionalitäten haben wir eine Standardbibliothek von Choruses. Für W-Strings benötigen wir aber nicht nur die Standard, sondern die Standard 64. Das geht hier unter Bibliotheksverwalter oder Library Manager, können wir eine Bibliothek hinzufügen. Einfach hier oben Standard 64 eintippen und die Suche übernimmt das für uns. Und da ist sie auch schon. Okay. Die ist bereits hinzugefügt durch mein Vorexperimentieren. In dieser Funktion, oder jetzt können wir die Funktionen wie concat nutzen. Also wir nutzen den wconcat oder aus dieser Standard 64 Bibliothek gibt es ein wconcat. Da ist sie. Und diese Funktion muss man zwei Strings übergeben und der erste String soll auch unser Wert sein. Und zwar real to W-String und ein Platzhalter als ein Leerzeichen, die sollen miteinander kombiniert werden. Anschließend mache ich das genau dasselbe nochmal. Und sage dann FC Analogwert, der jetzt hier dazwischen gespeichert wurde, also das heißt die Zusammensetzung aus diesen beiden plus die Unit. Und das soll unser Rückgabewert sein. Probieren wir mal aus. Also in unserem Analogwert Anzeige wollen wir diesen Platzhalter ersetzen. Das heißt an dieser Stelle Textvariable. Wir wollen keine Variable benutzen, sondern direkt eine Funktion. Die Funktion soll hier aufgerufen werden. Klammer auf. Und zwar der Übergabewert ST Analogwert ist gleich in diesem Falle etwas. Und dieses etwas, das wird das Objekt wiederum selber übergeben bekommen, war Input ST Analogwert in vom Typ J CMP util ITF as the float value type. Das heißt, wir übergeben an das Viso-Objekt irgendwas, also oder die komplette Struktur von einem Analogeingang. Und diese Analogeingangsstruktur übergeben wir wiederum an die Funktion, die hier aufgerufen wird.
Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in unserer großen Visualisierung, in unserer Startseite, ja, oder Objekte, die wir selber zusammen haben, und das finden wir hier unter aktuelles Projekt, finden wir solche oder das Objekt Analogwertanzeige. Wenn wir hier das hier platzieren, dann erwartet das Objekt, ah ja, du hast ja ein Analog oder ein Input hier deklariert und ich erwarte einen Übergabeparameter. Und an dieser Stelle können wir dann unter referenzierte Visualisierung können wir auch unser Temperatur 1 zum Beispiel auswählen. Übersetzen wir kurz. Okay, 0 Fehler, 0 Warnungen. Und das Objekt können wir sogar jetzt duplizieren. Wir können noch eins platzieren und das zweite Objekt bekommt die Temperature 2. Gehen wir online auf die Steuerung. Okay. Und schauen wir uns das Ergebnis an von diesem Objekt, was wir gebaut haben. Nachdem wir die Applikation übertragen haben, können wir jetzt sogar mit dem Browser die Webvisualisierung darstellen oder die Visualisierung, die wir gebaut haben. Dazu geben wir die IP-Adresse unserer Steuerung oder den DNS-Namen. Mit dem Port 8090 haben wir den Web-Services kennengelernt oder Webcockpit und mit dem Port 8080/webvisu.htm können wir die Webvisualisierung darstellen, die wir gebaut haben. Und zwar diese zwei Anzeigeobjekte. Und wir sehen die Temperaturwerte, Temperaturwert 1 und 2. Und jetzt verändere ich den Temperaturwert 2 nach oben, bis der Max-Wert verletzt wird. Und dann sollen ja in dem Underrange-Zustand die Größerpfeile oder Größerzeichen dargestellt werden. So wie in diesem Zustand. In die andere Richtung ein Underrange. Super. Jetzt haben wir aber kennengelernt, wir können ja unser System umstellen, damit die ganzen Temperaturwerte, die Basiseinheiten Grad Celsius in Grad Fahrenheit umgerechnet werden. Dazu gehen wir nochmal in die Konfiguration, in die SPS-Konfiguration unter Einheiten und hier stellen wir die absoluten Temperaturen, wollen wir jetzt in Grad Fahrenheit haben und die Objekte rechnen das automatisiert. Wir müssen nichts mehr machen. Das heißt, der Wert wird umgerechnet und die passende Einheit wird dazu platziert. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben ein Visu-Objekt erzeugt. Das Visu-Objekt bekommt als Übergabeparameter eine Analog-Eingangsstruktur, diesen SD-Float-Value-Type. Und das Objekt nutzt eine Funktion, die wir selber erstellt haben. In der Funktion werten wir aus, ob der Wert, Analogwert, gültig ist. Overrange, Underrange, No Valid Input werden ausgewertet. Und dann auch die entsprechenden Strings zurückgeliefert. Und in dem Zustand Valid ermitteln wir die Einheit, die passende Einheit zu dem Analog-Eingangswert und wir konvertieren bei Bedarf den Grad Celsius-Wert eventuell in Grad Fahrenheit. Und diese beiden Informationen stellen wir dann durch so eine Concat-Funktion, führen wir jetzt eine Zusammenführung von Strings zusammen und geben dann in den Platzhalter aus. Das heißt, das Objekt ruft selbstständig immer wieder, wenn die Visualisierung abgedatet wird, wird an diesem Element und auch an dem nächsten Element
an der Instanz immer wieder diese Funktion aufgerufen. Und das haben wir dann hier in der Startseite gesehen. Wir haben 2 Objekte angelegt. Jedes Objekt hat einen eigenen Wert übergeben bekommen. Der erste Temperature 1, der zweite Temperature 2 und haben dann das Ergebnis gesehen in der WebViso selber. Es soll es an der Stelle auch reichen. Gebt gerne eure Kommentare. Sagt bitte, was ihr vielleicht sehen wollt. Wir versuchen darauf einzugehen. Und ja, wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren. Bis dann.